Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von EWM. Heute stelle ich euch unseren neuen PM F1 Schweißrauchabsaugbrenner vor. Wie ihr sicherlich wisst, gibt es verschiedene Möglichkeiten des Gesundheitsschutzes beim Schweißen. Zum einen habt ihr die Möglichkeit, mit einer großen Raumluftabsaugung zu arbeiten. Dann besteht die Möglichkeit, mit einem Frischluftsystem zu arbeiten. Und die dritte und auch effektivste Möglichkeit ist die direkte Absaugung der Gefahrstoffe an der Arbeits- bzw. Schweißstelle. Um mit unseren Schweißrauchabsaugbrennern arbeiten zu können, benötigt ihr im Prinzip drei Komponenten. Zum einen das Schweißgerät, dann eine Hochvakuumabsauganlage, die EWM XQ-Vac und, wie schon angesprochen, zu guter Letzt unsere Schweißrauchabsaugbrenner, in diesem Fall unseren neuen PM F1 Brenner. Unsere Brenner gibt es in 4 verschiedenen Leistungsklassen. Eine gasgekühlte Leistungsklasse und 3 wassergekühlte Leistungsklassen. Innerhalb jeder Leistungsklasse sind die Brenner in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Einmal als ganz normaler Standard-Schweißbrenner, dann als RD3X Funktionsbrenner, der auch eine volle Integration in EWM XNet ermöglicht, und zu guter Letzt die Ausführung mit einem Bypassschieber. Der Bypassschieber hilft euch besonders bei engen Stellen oder in Ecken, denn er gibt euch die Möglichkeit, eine zusätzliche Regulierung der Absaugleistung direkt am Schweißbrenner vorzunehmen. So verhindert ihr das Absaugen des Schutzgases. Die Ausführung mit RD3X-Steuerung gibt euch die Möglichkeit der Fernregelung direkt am Schweißbrenner. Das bedeutet für euch, ihr könnt sehr viele Parameter, die normalerweise nur an der Maschine eingestellt werden können, direkt am Schweißbrenner einstellen bzw. während des Schweißprozesses anpassen, wie zum Beispiel den Schweißstrom. Zusätzlich zu den gerade genannten Ausführungen gibt es noch eine Reihe von Optionen, die an jedem PM Schweißrauchabsaugbrenner montiert werden können. Zum einen gibt es die Brennertasterverlängerung, dann gibt es einen Pistolengriff, der ein gelenkschonendes Arbeiten ermöglicht und in dem sich zusätzlich ein Magazin für zum Beispiel das Aufbewahren von Verschleißteilen befindet. Und zu guter Letzt gibt es noch die Option Brennertaster oben und damit wird der Taster von der Unter- auf die Oberseite des Brenners verlagert. Als größte Neuerung ist mit Sicherheit das Absaugkonzept zu nennen. Hierbei haben wir die Absaugdüse ein ganzes Stück nach hinten versetzt. Somit habe ich als Schweißer einen optimalen Blick auf meine Schweißstelle und gleichzeitig eine Bewegungsfreiheit, ähnlich wie bei einem Standardschweißbrenner. Zusätzlich zu dem gerade erwähnt größeren Sichtfeld, was ihr sowieso schon habt, bieten unsere PM Schweißrauchabsaugbrenner in den Ausführungen Standard und in der Ausführung als RD3X Funktionsbrenner immer eine LED in der Griffschale, die sich bei jeder Bewegung des Brenners automatisch aktiviert und somit eure Schweißstelle optimal ausleuchtet. Kommen wir nun zum Handling der PM Schweißrauchabsaugbrenner. Zum einen haben wir den ergonomischen Brennergriff und als letzten Punkt haben wir das Kugelgelenk. Mit dem Kugelgelenk wird euer Bewegungsradius oder Arbeitsradius wesentlich vergrößert und zusätzlich dazu erleichtert euch das Kugelgelenk das Arbeiten besonders in Zwangslagen. Kommen wir nun zu 2 weiteren wichtigen Punkten, die euch interessieren werden. Zum einen ist das der Erfassungsgrad unserer Schweißrauchabsaugbrenner. Dieser liegt bei 99%. Das bedeutet für euch als Anwender, dass 99% aller Schadstoffe, die beim Schweißen entstehen, nicht in eurer Lunge landen. Hier im Schaubild könnt ihr den Unterschied anhand einer Filterprobe sehen, die wir gemeinsam mit der Technischen Universität Dresden erarbeitet haben. Einmal mit Schweißrauchabsaugbrenner und einmal ohne. Ich denke, der Unterschied wird relativ deutlich. Kommen wir nun zum Verschleißteilsystem unserer PM Schweißrauchabsaugbrenner. Hierbei könnt ihr komplett auf teure Absaugdüsen, wie ihr sie vielleicht von anderen oder älteren Modellen kennt, verzichten. Ihr könnt ganz einfach die EWM Standard Verschleißteile, die ihr bei jedem normalen Schweißbrenner verwendet, in unsere Absaugbrenner einbauen. Zusätzlich und besonders wichtig aus meiner Sicht ist zu wissen, dass ihr sogar unsere Engspaltverschleißteile in jedem Absaugbrenner integrieren könnt. Ihr wollt kein Video von uns mehr verpassen? Dann abonniert einfach unseren YouTube-Kanal.